Can I borrow a book? You've got a lot of nerve asking that. You never brought back the last book you borrowed. I had to buy another copy. You never even apologized. Warum kämpfen die immer? Warum? Die kann nicht reden, die muss immer kämpfen. Sie ist kampfwilliger und kampfeslustiger als in Teil 1. Das habe ich ja völlig vergessen, dass ich nicht das Buch zurückgegeben habe. Aber ich bezahle auch dafür. I totally forgot. Of course you did. You think like a cow. Danke, du kämpfst wie eine Kuh. Na gut. Stofftier. I like your stuffed, guess it's a dog? Please, take that and throw it away. It was a gift from the Earl of Thickwater, who is a contemptible pig. Ich blende mich kurz aus. Das ist ein Pudel. Die Kampfpudel. Aus Teil 1. Jetzt als Stofftier. Nehmen wir mit. Regierung in Aktion. It's a lot of work being governor. So sieht's also aus, wenn die Regierung arbeitet. Sehr schön. Mit Carla sprechen. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Was zum... Okay, die guten alten Zeiten. Das ist ein neues Porträt, das geht nicht. I've seen that same painting on a box of frozen instant cereal. Vielleicht wandere ich einfach durchs Haus. Stay out of my bedroom, Threepwood. Mist. Und ein älteres Porträt. Elaine told me that's Lauder Neckbeard, second governor of Melee Island. His overly strict morals and overly lax regulatory policies helped make the island what it is today. Naja. Zerfällt alles ganz gut. Okay, wir haben zumindestens einen Pudel gekriegt, einen Stoffpudel. Das offizielle Porträt des Schwertes der Gouverneurin bewundern. Edgy. Nice! Entschuldigung, das musste jetzt mal kommen. Aber wir kriegen hier kein Buch, ne? Note to the reader. No disguised secrets are revealed in this book. Can I borrow a book? You never brought back the last book you borrowed. You never even apologized. I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. Ich will es nur mal wissen. Müssen wir erst was bezahlen? Can I borrow a book? You never brought back the last book you borrowed. You never even apologized. I'll pay for it. I don't need your money. Nee, also kurz ab, wir kriegen kein Buch. Die Option ist da, aber wir kriegen kein Buch. Okay, so, wir kürzen mal ganz kurz die Sache ab und sagen, wir machen mal ein kurzes Resümee. Was müssen wir überhaupt machen? Wir brauchen einen Mob. Wir brauchen eine Augenklappe. Und da habe ich jetzt vergessen, ehrlich gesagt, wo die Augenklappe sein soll. Ich gucke mal kurz in meine To-Do-Liste. Weil, guckt mal. Sie sind so schön. Also, wir brauchen... Die Quartiermeisterin erkennt mich und heuert mich nicht an, weil ich nicht so aussehe, wie ich nicht aussehen darf. Also, ich sehe ja aus wie Guybrush Threepwood, deswegen Problem. Wir brauchen die Augenklappe. Einen Mob herstellen, weil wir sollen ja als Mob-Junge angestellt werden. Und das Schiff dann bei erster Gelegenheit übernehmen. So, ich habe ehrlich gesagt aber vergessen und deswegen renne ich gerade mal so schnell es geht zurück. Ich kann auch schneller rennen, wie ich gerade sehe. Das haben sie mir ja mitgeteilt, wie das geht. Zur Voodoo-Lady. Ich glaube, die hatte mir nämlich gesagt, wo es die Augenklappe gibt. Ich will das nochmal ganz kurz nachfragen. Tell me again about Laney and the eye patch. Captain John Laney was renowned as the pirate of 1,000 faces. It was said that he could fool his best friend with nothing more than an eye patch. That legend is true, but only because the eye patch he used was filled with much voodoo magic. The eye patch still exists. It is on display at the Museum of Pirate Lore here on Melee Island. If an enterprising person such as yourself were to liberate it and bring it here, I could most likely get it working again. Got it. Thanks. Gut.
I'll get back to browsing the shop. Act fast. Supplies are limited. Gut, jetzt weiß ich, was ich tun muss. Augenklappe besorgen und einen Baum finden, damit ich einen Mob herstellen kann, glaube ich, ne? Da war doch was. Hier liegt noch eine Karte. Ihr dürft wieder Quiz mitmachen und spielen. Achtung! Was davon ist nicht im Park? Der Park vom Anfang. Rino, du kannst es vielleicht noch wissen. Ein Anker, ein Brunnen, eine Schaukel und eine Wippe. Was ist nicht im Park? Der Anker war... Doch, ein Anker war... Erinner dich dran? Achso, Backer, du schreibst das. Entschuldigung. Anker war da, weil es gab einen sehr langen Monolog einer Figur, die dir die Geschichte von Anker erklärt hat. Also von allen möglichen Formen eines Ankers und wofür der ursprünglich war und so weiter. Da solltest du lernen, wie du Texte überspringst im Spiel. Brunnen das war der Wunschbrunnen am Ende. Das Ding mit dem Rückwärtssprechen, das hattest du sogar noch gesagt. Der Brunnen war auch. Die Schaukel oder die Wippe, da bin ich mir nicht sicher. Schaukel ist die Frage, weil im Hintergrund saß ja jemand auf dem Pferd. Ja, ich nehme mal eine Wippe. Ja, dann war es die Wippe. Weil Schaukel war hinten so ein Wippschaukelpferdchen. Ja. Also, wir hatten recht. Wir haben uns gut dran erinnert. So. Ja, nimm die Wippe. Jawohl. Also, wie gesagt, ist interessant. Interessant, man muss hier so ein bisschen auch raten. Aber gut. Wie gesagt, Backer, du konntest es nicht wissen, weil du hast das gestern nicht miterlebt. So, also, wir sind da. Das hier ist... Oh, die Karte haben sie etwas anders gemacht. Sie haben die Stadt viel größer dargestellt. Dann haben wir hier die Werft. Denn... Was zum... Guck mal, wo ich überall langlaufen kann. Ich muss nicht nur die Wege laufen. Geil. So, und hier haben wir einen Wald. Und wo ist das Museum? I remember when this place used to be wall to wall with sword training gyms. Now there's nothing but trees. Progress. Für die Umwelt ganz toll. Ganz viele Bäume. Okay, wir gehen mal in den Wald. Erinnert ihr euch noch an den Wald? Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Okay. Okay, Karten werden gebraucht, aber wir bauen hier mitten in den Wald das Museum für Piratenkunde. Okay, kleines Kletterschiff für kleine Piraten. Oh, I used to love these when I was 6. Oh, schön. Das Schild lesen. Museum of Pirate Lore. Geil. Und Klettertruhe. I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. I think they're illegal now. Na, sowas. So, wer wohnt denn hier? Hey, das war mal Carlas Haus. Wir haben damals Stunden und Tage gebraucht, um Carlas Haus zu finden. Und nur ein Mensch auf der ganzen Insel kannte den Weg. Und jetzt finden wir es einfach so. Aber gut. Once upon a time, I won a t-shirt right here on the front lawn. Das T-Shirt, ja. Hi there. Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Danke, Conrad. The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Konrad ist neu. Och, ist das schön. Also, ist eine neue Figur, soweit ich weiß. Okay, ich rede mal mit ihm als erstes. So, also. I'm Guybrush Threepwood. No kidding? Wow, are you named after Guybrush Threepwood? I guess you could say that. Nice. Ich liebe dieses Nice. Wobei, Guybrush kann das viel besser sagen. Ich bleibe dabei. Der war nice. I'm going to find the legendary secret of Monkey Island.
Oh, that's excellent! Super retro. If you need a place to display it, I know a convenient museum. Jetzt müsste er sich alt vorkommen. Das ist so retro halt. Das ist, Aber ich finde es auch cool, dass Guybrush jedem erzählt, was er vorhat. Your museum is quaint. Thanks. It's been a personal passion of mine. I'm nuts about old-timey pirate stuff. Old-timey? Being around it really makes you feel like you're a part of something. Doesn't it? I am part of something. Exactly. Das Lied kommt auch schon in Teil 1 vor. Das Hintergrundlied. Oh, guckt übrigens mal. Da ist doch ein Wanted-Poster. Da ist das Poster aus Teil 2 mit Kate. Geil! Are any of these things valuable? The security parrot isn't just here to look piratey. John Laney's eye patch is irreplaceable. It's the highlight of the collection. Amazingly, I got it at a yard sale. They didn't know what they had. Die wollen wir bitte haben. Do you have maps of the forest here? No, that's not really what we do. Try the map shop in town? Mach ich. Ich gehe zu Wolli. Tell me about that newsletter of yours. The Pirate Times. We publish pirate news, pirate stories, pirate poetry, all things piratey, really. Geil. I'd see you wear a peg leg, despite having both of your original legs. Just part of the docent's outfit, for the tourists. Kids always want to try it on. That's charming and creepy at the same time. This is a museum for people who think attacking ships and murdering the crew for profit sounds fun. Touché. Ja, es klingt eigentlich sehr romantisch. Ist es dann aber doch nicht. I'll have a look around. Please do. Gut, wir gucken uns um. Ist übrigens wirklich cool hier, sein Holzbein. Der arme Mann, dem muss doch immer das Knie wehtun. Nach einer gewissen Zeit. Okay, ich gucke mich trotzdem mal um. Was haben wir denn hier alles schön? Das ist die Nachricht, die Chuck hinterlassen hat, als er Elaine entführt hat. How on earth do you have that note? Oh yeah, that's very interesting. That was found, tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note, left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. Genau. Was macht ein Zahnrad in einem Piratenmuseum? Gute Frage. Why do you have this big gear? It's from the Melee Clock Tower, stolen during a pirate raid nearly 75 years ago. It was recently found at an inn on St. Martin, where it was being used to mill corn. I traded some old furniture for it that we had in the back room. Has anyone thought about putting it back in the clock? Nah. If the clock started working, it would only confuse people. Das, ja, kein Kommentar. Da hat er wahrscheinlich sogar recht. Okay, ist das nicht Teil meiner alten Karte? That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. Ja, ein Haufen Schlacke. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Melee jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. Ja, aber so ähnlich war das. Und Otis war dann der die Meuterei an Bord auslöste. Und daraufhin haben die mir nicht mehr geholfen auf Monkey Island. So, die Augenklappe. What can you tell me about this eye patch? That's the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney.
The Pirate of 1,000 Faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on though, and nothing happened. Weil die Voodoo-Lady sagte, wir müssen sozusagen erst die Kräfte wiederherstellen. Eye patch worn by Captain John Laney, the Pirate of 1,000 Faces. Mhm. Und dann haben wir hier leise die Vitrine öffnen oder das Vitrinenschloss inspizieren. Ich inspiziere mal. There's some very tiny writing on it. Aha, wieder ein Schloss. The display case is locked. Und dann bin ich doch mal ganz frech und lese mal. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Mist. Das ist jetzt aber fies. Ich konnte die Zahlen immer noch nicht lesen. Ich glaube, das ist das Plakat, das ich gemacht habe. What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy #1 on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. Geil, einfach geil. Wachpapagei. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. Mhm. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Schade, der arbeitet also gerade so. Was? Einen Witz über Haken machen. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on Melee. Mhm. Mito kennen wir noch. Mal gucken, ob der auch vorkommt. Das kommt mir nicht bekannt Tell vor. me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Kenne ich den? Okay, da passiert nichts. Das Ruder kommt mir bekannt vor. Ja, ja. That's a nice oar. The one with the coffin, yeah. The coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. Klar, Praktikanten helfen da auch. Und dann ist noch der Sarg, mit dem wir gerudert sind in Teil 2. Tell me again about the coffin? It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. Okay, ich sehe schon. Wir können hier nicht viel machen, glaube ich. Ich muss mal kurz das Inventar öffnen. Kann ich hier irgendwas kombinieren? Nee, geht leider nicht. Schade. Was? Wir haben Geld? I've got a few coins for incidentals. Geil, wir haben Geld. Kann ich mit dem Messer vielleicht hier mal das Ding öffnen? I'm no good at jimmying things. Schade. War ein Versuch wert. So, den Lagerraum betreten. Die Cracker-Schachtel. It's cracker mix. Some assembly required. Nehmen wir. Wir werden sie brauchen. Lass mich raten. Especially fortified for the healthy parrot diet. Wir müssen da Wasser reinkippen, denke ich mal. Wie in Teil 2. So, Museum, war nett bei dir. Ich gehe mal. Wir brauchen eine Karte, ne? Oh, geil. Violette Blumen. Purple flowers. These must be lavender. Or monkshood. Or cyclamen. Oh, ist das geil gemacht. Sie haben den Wald wieder drin. Fleischfressende Pflanze. A classic specimen of Alata needlius. A carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny sharp teeth. Ah. Ich nehme mal das Messer. Kann ich das? Gotcha, you pointy little trachea fight.
konnte die mitnehmen. Fleischfressende Pflanze füttern? Was? This is a plant with a bad attitude, and enough pokey parts to back it up. Okay, kann ich auch die Blumen hier mitnehmen? I'll treat myself to a purple flower. I hope I don't get tossed in jail for this. Ich nehme sie mal mit. Lost without a map. Geh trotzdem noch mal rein. Okay, wir nehmen die mit, die beiden. Pilz. Kann ich die auch mitnehmen? Not a chance. I can't stand mushrooms. Okay, Pilz nimmt er nicht mit. I'm hopelessly lost without a map. Und dann ist er auch schon wieder raus. Na gut, dann hätten wir hier noch die Werft. Wow, it's worse than I imagined. Oh. An glücklichere Zeiten denken, aber sowas von. I remember when these torches lit up Stan's previously owned vessels like a carnival. Ja, früher, ne? The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Ja, an die müssen wir ran. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Oh, verdammt nochmal. Ach, der arme Stan. This used to be such a bright, cheery place. Der Grog-Automat ist auch weg. It's sad to see the shipyard like this. Oh ja, sehr traurig. Was haben wir hier? There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. Nur das gesunkene Schiff hier ist noch da. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. Und ich kann ihn nicht nehmen. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. Aber hier liegt noch eine seltsame Masse. Dried up old sea sponge. It's bone dry. I guess Stan hasn't washed a ship in a while. Schade, ich kann das nicht nehmen. Doch, den Schwamm kann ich nehmen. Moment. Aber den Eimer kann ich nicht nehmen. Okay. Und da oben ist der Mond. It always looks bigger on this side of the island. Cool ist, dass er da dunkler wird als Figur. Weil er ja Gegenlicht hat. Das haben sie niedlich gemacht, wenn er mich fragt. Tja, traurig hier. Sehr, sehr traurig. Aber passend für mich. Oh, Moment, ich kann noch hier etwas lesen, glaube ich. It says, Tan's previously owned vessels. So sad. Stan's used to be the best place to buy used ships. Und der einzigste Ort, um Schiffe zu kaufen. Und der Mond ist voll schön. Ja, ja. Ich sag doch, die Grafik, man meckert über das Spiel mit der Grafik, aber ich finde es voll okay. Ich finde die Art, wie sie es gemacht haben, richtig gut. Auch diese Schiefe wieder, wie bei Day of the Tentacle und so. Also, ich kann nicht meckern. Ich muss sagen, ist alles gut. Auch die Wolken sind wieder so hübsch dargestellt und so. Also, alles gut. Finde ich gut. Tja. Wir sind hier an einer Stelle angekommen, wo es ziemlich trostlos war. Traurig, traurig. Tja, hier können wir nicht viel machen, glaube ich. Wie komme ich denn an die Zahnbürste? Ich probiere es mal mit dem Messer. I don't want to wreck my brand new shiny knife. Mist. Schlüssel wird ja nicht gehen. Die fleischfressende Pflanze. Was? Die fleischfressende Pflanze fürchten? This is a plant with a bad attitude, and enough pokey parts to back it up. Okay. Aber das geht nicht. Ich hab nix, um das Ding zu öffnen, oder? Ja, meiner Pferderüstung. Danke, Rino, danke. So, aber wir können die... Ein hochmoderner Stift ist übrigens eine Feder, was? The pen is mightier than the sword. Geil. So, da das so mächtig ist, kann ich aber auch hier leider auch nicht verwenden. Tja, Schnur, also eine nicht entwirrte Schnur. Tja, das Problem ist... falsche Taste. Entschuldigung. Das Problem ist, ich kann nichts machen, glaube ich.